Viele Patientinnen und Patienten haben den Eindruck, dass sich die Spirale immer weiter und immer schneller nach unten dreht. Eigentlich der Grund, der am meisten genannt wurde, wenn man wieder zurück in die eigene Heimat gekommen ist, dass fehlende soziale Integration der Familien ein Problem sei. Die FIA Academy hat sich zur Aufgabe gemacht, internationale Gesundheitsfachkräfte für den deutschen Gesundheitssektor zu qualifizieren. Thema der heutigen Fachtagung, der Gesundheitsfachkräftemangel im ländlichen Raum, ist von zentraler Bedeutung, insbesondere für die Sicherung einer flächendeckenden Patientenversorgung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, Ihr Engagement und ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Fachtagung. Also der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen bei uns in Waldshut ist natürlich wie überall anders auch sehr groß. Genau, also da merkt man bei uns, das spiegelt sich in der Altersstruktur sehr deutlich wider. Sicherlich bleibt davon aber keine Region deutschlandweit verschont. Das spürt man überall. Wir im ländlichen Raum bemühen uns aber deshalb umso mehr, auch vor allem für junge Fachkräfte, den Raum attraktiv zu machen. Wenn man unsere Bevölkerungsstruktur anschaut, die Alterspyramide, werden wir nicht umhin kommen, da auch Menschen zu finden, die nicht aus Deutschland kommen. Denn mit dem Gesundheits- und Pflegebereich droht uns in einem ganz zentralen Bereich der Daseinsvorsorge nicht nur die Überforderung, sondern absehbar der Kollaps, wenn es uns nicht gelingt, hier rechtzeitig durch die Gewinnung von Fachkräften auch aus dem Ausland gegenzusteuern. Wir brauchen Einwanderung und deswegen ist auch gut, dass hier die Hürden auf Bundesebene, aber auch wir hier als Land Baden-Württemberg versuchen, die Hürden Schritt für Schritt auch abzubauen, damit diese Fachkräfte auch kommen können. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Aufwand sich lohnt. Denn die Ärzte, die wir auch aus Syrien zum Beispiel bei uns integriert haben, das sind jetzt ganz prachtvolle Ärzte, die super Arbeit machen und auch bei den Patienten beliebt und anerkannt sind. Also es lohnt sich. Wir müssen darstellen, gerade für Menschen aus dem Ausland, dass unsere ländlichen Räume anders sind. Sie haben Potenziale auch für die Zukunft und das müssen wir, glaube ich, noch viel stärker ins Schaufenster stellen. Und dann kommen wir auch schon direkt zur Podiumsdiskussion. Der ländliche Raum ist nicht so abgehängt, dass jemand nicht in die Stadt zur Psychotherapie kommen kann. Aber wir haben insgesamt ein Problem, dann auch ein Zuweisungsproblem, bis ein Patient in die richtige Versorgungsebene kommt. 50% der jetzt betriebenen Hausarztpraxen sind dann nicht mehr da aus diesen Gründen der Demografie. So in die Praxis komme, dass ich die Medikamente auslesen kann und die Diagnose auslesen kann. Das wird alles noch händisch erfasst und muss von einer Mitarbeiterin, da würde ich auch ohne KI Zeit sparen, wenn die Diagnose und die Medikamente direkt im System sind. Ich möchte die sozusagen sehr vielen Probleme, die jetzt hier beschrieben wurden, die möchte ich nicht wegreden, aber ich möchte Ihnen schon vermitteln, dass Deutschland verstanden hat, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir internationale Fachkräfte nach Baden-Württemberg holen wollen, dass die Zuwanderung leichter wird und wir arbeiten jetzt im Land an den Verfahren. Erstmal muss man konstatieren, also Migration im ärztlichen Bereich ist systemrelevant. Wir dürfen nicht einzelne Ärztinnen oder Ärzte irgendwohin rekrutieren. Wir sollten möglichst sogar mehrere Familien in den ländlichen Raum rekrutieren, weil man halt dann eben genau diesen kulturellen Abgleich hat. Wie geht es mir in einem fremden Land? Man muss das Ganze ein bisschen in der Historie sehen. Wir haben die Anerkennungsverfahren. Bis 2011 war es so gut wie gar nicht möglich, in Deutschland eine Anerkennung zu machen. Die digitale Antragstellung ist jetzt möglich. Es gibt breite Beratungsstrukturen. Ja, die reichen nicht aus, aber es gibt sie. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt direkt zu unserer Preisverleihung. Ich bin aktuell niedergelassener Arzt. Ich muss einfach sagen, für mich war Jackpot. Die FIA hat sich um alles gekümmert. Das ist ein Kurs, der ausschließlich von Ärzten unterrichtet wird und in 3 Monaten hatten wir einen umfassenden Überblick über die ganze Medizin. Ich finde das wirklich beeindruckend. Wenn die Zeit jetzt wieder zurückkommt und ich wieder die ganzen Prüfungen machen muss, würde ich mich wieder bei der FIA anmelden, weil das ist auf jeden Fall eine, sagen wir mal so, die uns an die Hand nimmt und weiterbringt in dem Bereich, dass wir uns auch für die Arbeit hier und für den Arbeitsmarkt qualifizieren. Dankeschön.